Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal sieht es direkt ein bisschen voll bei uns aus. Wir sind seit langer Zeit wieder mal an unserem Küchentisch, Genau. Also herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt lange Zeit kein Review mehr gemacht, aber bei diesem Set haben wir uns es nicht nehmen lassen. Es ist die 60271, der Stadtplatz, 1517 Teile. Ich glaube, das größte Lego City Set, welches jemals erschienen ist. Es hat eine gigantisch große Box und wir mussten einfach ein Review dazu machen, denn es ist sehr, sehr umstritten. Deswegen haben wir uns gedacht, nachdem wir uns jetzt entschieden haben, dass wir uns es doch kaufen, wollten wir euch sagen, warum und ob es das wirklich wert war. Ganz richtig, meine Liebe. Vielleicht denkt ihr jetzt machen die zwei auch schon auf Held plus seine Freundin mit dem etwas reißerischen Titel. Das hat nichts damit zu tun, dass wir euch da irgendwie an die Angel bekommen wollen. Aber es ist wirklich so toll das Set ist, so zwiegespalten waren wir auch irgendwie beim Aufbau. Wir werden euch jetzt gleich die ein oder andere, kleine Geschichte von dem Set in die Kamera halten, aber es sei nur gleich mal gesagt, wenn ihr es nicht gelesen habt, weil es ja, glaube ich, sogar im Titel steht, also kann ich es mir nicht vorstellen, das Set kostet 180 Euro. Ja. Das ist eine Menge Geld. Wir werden das Set einerseits für die Zielgruppe entsprechend ein bisschen beleuchten. Das ist ein 6 Plus Set, welches, glaube ich, an die TV-Serie, an die Lego City Abenteuer TV-Serie angelehnt ist, welche wir nicht besonders gut kennen. Andererseits werden wir auch mal ein bisschen beleuchten, wie sich das Set so für uns als Städtebauer eignet, und das ist vielleicht auch für euch da draußen interessant, wenn ihr auch ein Stadtlayout habt. Genau. Und wir denken dabei immer auch daran, wie das Set im Vergleich zu den älteren Stadtzentren 60200 und 60097 abschneidet, denn die waren ja sehr gut und auch um einiges günstiger. Genau. Rita, ich würde sagen, wir starten mit den Figuren. Das ist immer schon gut. Ich gehe zeige euch ein paar einfach so und auch irgendwie Spezialitäten, die mir aufgefallen sind. Diese Dame ist ja die, glaube ich, am meisten erwähnt wurde bei allen möglichen Reviews, weil sie ein Hörgerät hat, was ja eben neu ist. Richtig. Man sieht das hier auf der Seite, glaube ich, ganz gut. Ja, genau. Die Haare sind extra so gewählt, dass man das super sieht. Finde ich echt cool. Ich finde auch cool, dass jetzt dann dieser Blindenhund und sonstiges kommt. Einfach mal neue Sachen für die Stadt. Und was mir auch aufgefallen ist, dieses Orange bei den Haaren kommt mir nicht bekannt vor. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Also was die Figuren anbelangt, sind wir hier wirklich top dabei. Wir haben 14, wenn man genau zählt, sogar 15 Figuren, werden wir euch gleich zeigen. Und das sind wirklich Top-Figuren, die zum Teil auch Wendegesichter haben. Ja. Wir haben ein Gesicht, welches ich liebe. Das ist das von dieser Feuerwehrfrau, wie sie sich den Kaffee übers Gesicht schüttet. Dann haben wir dieses Maiskostüm des Bürgermeisters, was ich irgendwie nicht ganz verstanden habe übrigens bis hier jetzt. Die Wendegesichter. Aber das mit dem Kaffee ist echt heftig. Also genau, zum Teil. Bei mir hat nur die Feuerwehrfrau ein Wendegesicht. Aber ihr seht auch zum Beispiel dann, ich glaube, dem Bürgermeister werden wir das Maiskostüm ausziehen. Ich habe das Gefühl, das würde vielleicht ein bisschen besser passen. Die Figuren sind auf jeden Fall schon mal cool und ja, wie gesagt, wir wollen das ja auch dann ein bisschen zusammenzählen, was das Set so an Wert hätte, wenn man es separat kaufen würde, auf mehrere Sets aufgeteilt. Ja. Auch ein sehr cooles Gesicht hier. Genau, und zum Teil haben sie, wie gesagt, Wendegesichter. Wie viel sind das? Auch 14? Hier noch 14 und um genau zu sein, sogar 15 Figuren. Da kommen wir gleich drauf. Also die Figuren alleine sind schon, wenn ihr die auf Bricklink separat kauft, die sind schon einiges wert. Wobei der hier da besser ausschaut. Das ist echt ein cooles Gesicht. Genau. Hier haben 3 davon ein Wendegesicht. Coole Oberteile. Coole Accessoires auch, coole Frisuren, also bei den Figuren haben sie uns schon mal gehabt, das ist in Ordnung. Was haben wir dann? Jede Menge Kleinzeug ist es diesmal, natürlich zugeschnitten auf den oder die 6-Jährige,
fällt mir gleich alles runter. Ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall gut gebrauchen können bei uns. Wir haben wieder mal ein Fahrrad dabei. Fahrräder brauchen wir immer. Ja. Ein Skateboard. Brauchen wir auch immer wieder. Ein Motorrad. Ja, ein Motorrad. Mit so einer Kette dran, und weil so da wieder was gestohlen wird. Quad von der Polizei, ja, das sind so kleine, die wären sonst vielleicht in irgendwelchen Polybags drin. Das sind so kleine Geschichten, die zeigen wir schnell. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ja. Eine Stretch-Limo, diesmal in Schwarz. Cool gefunden. Die ist auch cool vom Aufbau her, wenn du das mal von unten zeigst. Die hat unten nämlich 2 solche Fahrzeugkarosserieteile und ist einfach mehr oder weniger wie ein doppeltes Auto aufgebaut. Ja. Also die ist cool. Und habe ich auch so nicht gesehen bei uns. Werden wir vielleicht zum Palace Cinema stellen. Da kommt vielleicht gerade ein Star für eine Premiere. Hinten übrigens sogar eine Kaffeetasse. Ja, man kann auch das Dach abnehmen übrigens. Das macht dann sicher leichter. Dann sieht man leichter hinein. Und ein Fernseher oder was das sein soll, genau. Also ja, dem Star soll es ja hinten auch gut gehen, ist doch ganz klar. Genau. Dann haben wir einen Polizeihelikopter, den hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das ist so ein 0815 Aufbau, hier mit so einem Netz, keine Ahnung für was das gut sein soll, vielleicht, dass man hier Verbrecher einfangen kann. Ja, der ist nett, aber Helikopter haben wir eigentlich schon relativ viel, aber wir verstehen natürlich, dass Kinder, wenn die das Set bekommen, die wollen natürlich ein Auto, ein Boot. Ein Boot ist hier gar keins dabei, aber natürlich auch ein Flugzeug. Genau. Und dann haben wir noch ein sehr ulkiges Fortbewegungsmobil, so eine Art Leiterwagen. Ich glaube, das ist irgendwie an die Serie angelehnt. Also das ist so ein Dreirad mit allen möglichen Krimskrams. Ich weiß nicht, gehört das dem Rathaus, Hausmeister oder sowas. Hier ist eine Schwimmweste, ein Rettungsring, Dynamit, eine Leiter, eine Kette. Wobei die einzelnen Teile an sich ja wieder ganz gut sind, wenn man sie zerlegt, denke ich mir. Weil ich denke mir, hier hat man so eine braune Schachtel, oder was ist das? Ja, eine braune Schachtel, einen Sitz und diese ganzen Einzelteile, dieser Mob, den kann man ja auch anders verbauen. Und vielleicht schauen wir uns wirklich mal diese Lego City Serie an. Dieses Fahrzeug wird schon irgendeinen Sinn haben, irgendeine Bewandtnis. Genau. Und dann gibt es hier jede Menge, nennen wir sie Stadtgebäude. Ja. Rita zeigt euch, ich glaube fast, das ist ihr Favorit. Ja, die hat mir am besten gefallen mit der Limousine. Das ist eine Bühne. Ist die nicht cool? Also die ist echt, die gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Hier diese Boxen, die kann man drehen, wie man möchte, in welche Richtung auch immer. Und ja, ihr seht, in der Mitte ist ein Mikrofon. Wir haben da eine Minifigur mit einer Gitarre, die kann man draufstellen, ganz klar. Ja, also ich finde das echt eine sehr, sehr gelungene kleine Bühne und ich habe auch schon überlegt, ob wir die nicht auf irgendeinen Platz bei uns in der Stadt stellen. Das wäre auf jeden Fall möglich. Ich finde die Bühne auch super, denn sie hat tolle Teile. Alleine diese Säulen hier auf den Seiten sind cool. Große Platten in Dark Tan und Reddish Brown. Also da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Auch hier mit den Lichtern sieht es cool aus. Ja. Dann nehme ich mir mal das nächste. Wir haben das so ausgemacht, dass wir abwechselnd die Utensilien und Highlights in die Kamera halten. Und ich darf mich hier ran erfreuen. Es ist eine Monorail oder Straßenbahn. Die Gerüchteküche hat ja gekocht, wie ich glaube, war das im Frühling diesen Jahres, bekannt wurde, dass eine neue Lego Monorail auf den Markt kommt und ich kann euch das auch zeigen, warum das viele Leute geglaubt haben. Also das ist ja fast schon Irreführung des Kunden, würde ich mal sagen. Hier auf der Schachtel habt ihr diese Stadtszene und hier hinten fährt allen Ernstes eine Monorail, hier mit erhöhten Stützen. Ja, dabei hat sie ganz normale Rollen. Also sie kann einfach ganz normal in der Stadt herumdüsen. Nichts Besonderes hier. Vielleicht kennt ihr, wie gesagt, die anderen Straßenbahnen. Da hat es ja schon mal eine blaue und eine orangene gegeben. Sind die für die Schienen geeignet? Ja. Die können auf den Schienen fahren. Es gibt sogar sehr kreative Köpfe, die schon motorisiert haben. Da kann man hier in den Mittelteil einen Motor einbauen. Was ich ganz cool finde auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch doof, ist, dass sie dieselben Front- und Heckteile verwendet wie der Passagierzug. Ich glaube nur eine andere Farbe. Die sind hier ein bisschen heller. Wir haben hier Türen
Ja. Man kann natürlich auch das Dach abnehmen. Dann sind sage und schreibe 2 Sitzplätze pro Abteil drinnen. In der Mitte ist gar nichts. Ich finde auch, das sieht, ich weiß nicht, ist das nur, weil das so dünn ist in der Mitte, aber das sieht irgendwie, dadurch, dass die Abstände natürlich, sonst könnte es sich nicht neigen, aber das ist so irgendwie der Abstand, der ist ja noch größer als bei der Krokodilflock. Aber schöne Türen, Trotzdem schöne schön. Fensterpaneele, das Fahrerhäuschen ist etwas spartanisch, aber ihr kennt es vom Passagierzug, also hier haben sie sich nicht besonders was gedacht. Ich finde nur, man hätte hier natürlich schon eine Monorail draus machen können, aber auf der anderen Seite versteht man, Und es ist ein 6-Plus-Set. ein 6-Plus-Set, da wird keine Monorail, die Airport Shuttle Monorail nicht drin sein. Da waren die Erwartungen wahrscheinlich zu hoch. Ja, Ich glaube nämlich auch. genau. Ja, mit was machen wir jetzt weiter, Ich finde bitte? den Platz, weil halt da haben in die wir Kamera. uns auch schon Gedanken dazu gemacht. Da Schöne gibt's nämlich Platte auf jeden Fall. so ein lustiges, wie nennt man, eine lustige Statue. Das sieht aus wie Robin Hood. Er hat vorne so einen, wie nennt man, einen Säbel und hat aber hinten, ihr seht, die Handschellen drauf. Jetzt hat der Christoph schon gesagt, was machen wir damit? Und mir ist irgendwie die Idee gekommen, ich weiß noch nicht, ob wir das so umsetzen oder nicht. Ihr könnt uns auch schreiben, was ihr davon hält. Ich finde das irgendwie cool, wenn das quasi der Schurke der Stadt ist, also unserer Stadt. Und wir stellen das quasi als Monument vor unser Gefängnis. Wir haben doch so ein Gefängnis. Das finde ich eine wirklich, wirklich Ja? gute Idee. Ich habe mich auch gefragt, das ist übrigens die 15. Minifigur in hellgrau. Was soll das sein? Wir haben die Serie noch nicht gesehen, vielleicht liegt es daran, aber irgendwie Sehr einfache Bäume noch. der Look dieses Parks oder wie auch immer man dazu sagen kann, gefällt mir aber irgendwie hier mit dieser Kette und mit den Laternen, eine schöne 16x16er Platte. Hier diese runden Bricks, die Statue in Tan. Also das hat schon irgendwie was und ihr werdet, also wir kommen dann vielleicht später, wenn wir nicht drauf vergessen, nochmal zurück. Da sind teure Teile dabei. Und Ja. zwar ich habe jetzt gerade für Rita, weil sie will wieder einen Baum bauen oder mehrere, diese braunen Arches gekauft und auch diese hohen Slopes, die sind wirklich nicht billig. Also alleine Nein. so ein Bäumchen, auch wenn er nicht nach viel aussieht, Ja. kostet einiges, wenn man ihn in Wobei Einzelteilen kauft. wir diese noch ein bisschen ausbauen müssten, denn es ist sehr wenig Grün drauf. Also die verlieren schon ihre Blätter. Aber wir haben ja zum Glück was. Ja, weißt du eigentlich, was das hier ist? Das ist eine Geburtstagsfeier oder sowas. Hier sind auch 2 Kann Stühle sein. mit Geschenken und so einer Torte oder sowas. Genau. So ein Keine Ahnung, Pie. was das ist. Aber der Park jeden ist Fall auf jeden Fall auch cool. Ganz nett und eben vielleicht vor unser Gefängnis. Eine gute Sache, damit die Gefängnisinsassen ihn huldigen können, weil er der größte Schurke überhaupt war. Ein zu großes Set auch für unsere Kamera, aber das sind wir schon gewohnt und wir lassen uns nicht rausbringen. Deswegen die Station. Ich zeige euch jetzt mal die Bahnstation, Ja. die ja schon etwas kurz ist. Also da kann mit Ach und Krach vielleicht einer dieser Abteile B- und entladen werden. Ja, aber vielleicht bleibt er immer doppelt stehen. Muss zweimal stehen bleiben, das gute Teil. Ich finde ihn auf jeden Fall, diesen Halt, ganz cool von der Optik her. Es sind natürlich Sticker, aber hier drin sind auch Ja, Getränkedosen. das ist so cool. Und so ein Ticketautomat, ein Ja. Fahrplan. Also von der Optik her passt er wirklich sehr, sehr gut in unsere Stadt. Wir werden ihn nur wahrscheinlich 2- oder 3-mal so lang aufbauen. Aber das ist auch kein Problem. Das sollte kein Problem sein, denke ich auch. Die Dosen haben übrigens auch diese, weiß nicht, wird man wahrscheinlich nicht sehen können, Diese Vita Orangensaft, Rush Ja. auf Druck. Also die Haltestelle gefällt mir sehr gut, Ja. muss ich wirklich sagen. Genau. Und apropos, weil wir gerade bei Essen und Trinken waren, wir haben auch wieder mal, oder zum Glück mal einen Burgerladen. Ich muss ja sagen, ich bin ein riesen Burger-Fan, deswegen stört es mich nicht so. Aber natürlich, ja gut. Ihr kennt die Problematik. Ja. Dünner werden unsere Bewohner nicht. Ihr seht es hier, ein riesen Burger wird serviert. Es stehen Tasten herum. Ja, es ist ganz nett gemacht. Er gefällt mir eigentlich wirklich sehr gut.
Auch dieser Burger, der hier oben ein bisschen herumwackelt und sich drehen kann. Also ich finde das eigentlich recht nett. Es sind auch hier übrigens dieses Beef oder was auch immer das sein soll, ist aus diesem neuen Super Mario Teil gebaut, welches hier dort in Grün vorkommt, ist hier in Braun. Mir gefällt das Diner auch. Das Einzige, was ich finde, ist, man sieht es vielleicht jetzt nicht sehr gut auf der Kamera, aber leider sind diese Paneele ein wenig zerkratzt gewesen. Das fängt anscheinend auch bei Lego schon an. Man kennt es ursprünglich nur von chinesischen oder anderen Alternativherstellern, aber leider so extrem ist uns das bei Lego noch nie aufgefallen. Die haben wir so aus der Tüte rausgezogen. Ich weiß nicht, ob das beim Transport passiert ist oder schon in der Fabrik. Auf jeden Fall sind sowohl die Fensterscheiben als auch die Paneele ein wenig zerkratzt. Vielleicht war das der Bösewicht. Und das ist übrigens auch hier der Fall. Also die sind nicht ganz einwandfrei. Man sieht es wahrscheinlich jetzt nicht so bei der Kamera, aber wenn man durchs Licht hinschaut, dann fällt es schon auf. Aber kann sein, dass hier Das war der Bösewicht, deswegen ist er jetzt verewigt worden. Er wollte eigentlich nur einen Burger essen, wurde daran gehindert, weil er die Scheibe nicht gesehen hat und hat dann zum Randalieren angefangen. Das kann durchaus sein. Trauriges Schicksal. Wir werden die Geschichte auf jeden Fall nachverfolgen. Kommen wir aber zuerst zum Highlight dieses Sets. Und zwar ist das das Rathaus. Es ist ein Rathaus. Wir haben schon mehrere Rathäuser gesehen bei Lego. Erstens mal ziemlich schöner, hoher Aufbau. Mir gefällt das Design gut. Dunkelrot und Tan mit gemischtem Dunkelgrau hier an dem Dach. Also hier sind auch tolle Steine verbaut. Hier haben wir Katze und Möwe, die gefallen uns sehr gut. Auch dieser Art Uhrturm, der dort oben ist. Also vom Design her sieht der ganz nett aus. Die Hinterseite ist so, also erstens mal, das Gebäude hat irgendwie eine sehr komische Grundfläche. Hier fällt schon alles heraus. Oi! Der Laptop. Der Laptop hat alles zu Fall gebracht. Naja, gut. Aber was die Sache... Eine kurze Werbeunterbrechung. Was einfach ein bisschen schade ist, ist halt, dass es sehr, sehr offen ist. Es erinnert mich fast ein bisschen, pardon, dass ich das sagen muss, an ein Friends-Set. Weil es doch eben sehr, sehr offen ist. Aber gut. An sich sind ganz nette Sachen drinnen. Es ist auch hier oben eine nette Versteckmöglichkeit mit einer Tür hier im Uhrturm. Genau, hier kann sich zum Beispiel der Bösewicht verstecken. Genau. Und wie gesagt, ganz, ganz nette Sachen mit dem Pokal, der ausgestellt wird und sonstiges. Wie gesagt, der Laptop gehört eigentlich auch da rein. Ja, es ist ausbaufähig. Mir kommt überhaupt vor, teilweise einfach für unsere Stadt müssten wir es alles noch ein bisschen verändern. Aber das ist ja auch okay. Genau, wir werden da auf jeden Fall noch schauen. Also wie gesagt, das Set ist ja mehr oder weniger für die Zielgruppe 6+, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, welcher Sechsjährige sich das Set mit seinem Taschengeld jetzt einfach mal so kauft. Und um 180 Euro gibt es viele andere schöne Dinge, die man sich von Lego kaufen kann. Es ist nur der Inhalt dieses Gebäudes. Es ist hier ein Kelch, ein goldener, hier ein goldener Pokal. Hier ist dann so eine Maschine mit einem goldenen Schlüssel, die aber durch einen Laserstrahl irgendwie geschützt wird. Und im ersten Stock haben wir das Bürgermeister des Büros. Da haben wir auch schon schönere gesehen. Also wie gesagt, 6+, ja, alles schön und gut. Aber hier ist ja eigentlich sehr spartanisch eingerichtet. Ja. Und auch auf der Vorderseite zieht sich das Ganze vom Design her fort. Zum Beispiel dieser Balkon hier. Den werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen schöner gestalten, denn einfach so einen schwarzen Zaun, das ist doch etwas wenig. Ja, aber man muss dazu sagen, wie gesagt, es ist einfach ein 6+-Set. Das muss man natürlich auch bedenken. Und falls ihr euch fragt, ob wir jetzt wirklich diese 180 Euro gezahlt haben, für 180 hätten wir es wahrscheinlich nicht ganz gekauft. Oder hätten wir noch weiter mit uns gehadert. Wir haben wie so oft Lego-Aktionen genutzt und haben es dann um einen erschwinglicheren Preis bekommen. Speziell, wenn man alles einkalkuliert. Und dann war es okay. Genau, es gab am VIP-Wochenende doppelte VIP-Punkte.
Also 180 Euro, ihr lieben deutschen Kollegen und Kolleginnen zahlt ja momentan aufgrund der gesenkten Mehrwertsteuer noch ein bisschen weniger. Rechnen wir mal vom Normalpreis 180 Euro. Ja. Dann bekommt man für das ganze Set 10% in etwa VIP-Punkte, sagen wir, das sind dann 20 Euro. Und es gab dann noch, wir haben dann noch ein paar Fliesen bestellt, die wir sowieso brauchten für unsere Gehsteige. Dann haben wir bekommen dieses Charles Dickens Christmas Carol Buch. Genau. Sagen wir, das kostet ungefähr 30 Euro. Wenn man jemanden findet, der einen etwas abkauft für 30 Euro für das Set, ist es okay. Und dann gab es ja auch noch diesen Stein in Teal, diesen 2x4 Stein, der auch geschenkt dabei war. Der hoffen wir mal auch ungefähr so viel reinbringt. Dann sind wir ja bei dem Set, ihr könnt natürlich jetzt sagen, das kann man jetzt mit jedem Set durchspielen, das ist richtig, aber dann ist man hier in etwa bei 100 Euro. Und das ist dann ein Preis, wo ich sage, das ist für 1500 Teile in Ordnung. Wie gesagt, ich finde es nicht schön, dass hier die Scheiben so zerkratzt sind und was wir auch bis jetzt noch nicht hatten und zum Beispiel beim Fiat hatten wir das wirklich nicht, obwohl viele uns deswegen angeschrieben haben, aber hier dieses Dunkelrot, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so gut sieht, das hat diverse Farbabstriche. Also das ist speziell die höheren und niedrigeren Steine sind hier ziemlich verschieden eingefärbt. Es passt zwar irgendwie wieder der Look hier, weil es ja so ein Backsteinhaus ist, aber das soll Lego hier wirklich nicht entschuldigen. Mit Dunkelrot haben sie offenbar auch Schwierigkeiten mit dem Gemisch des Granulats oder was auch immer. Wir sind da keine Techniker. Leider ist Lego da auch nicht davor gefeit. Ja, aber wie gesagt, bei einem Haus ist es noch verkraftbar. Was sagt man jetzt dazu? Nein. Was ist denn eigentlich, bevor ich noch was anderes herzeige, was schön ist an dem Set, was ist denn dein persönliches Highlight? Oder wo denkst du, das geht gar nicht? Mein absolutes Highlight ist, glaube ich, wie gesagt, diese Stage, diese Bühne, weil wir sowas noch gar nicht haben und auf das hatte ich auch nicht gedacht, dass wir sowas bauen könnten. Also von dem her echt das absolute Highlight. Was mir am wenigsten gefällt oder was wir am wenigsten brauchen, ist irgendwie dieses Gefährt bzw. der Hubschrauber. Aber gut, wie gesagt, ich denke, wir werden das zerlegen und werden was anderes Tolles draus bauen. Von dem her, ja. Das kann durchaus sein. Mein persönliches Highlight ist eigentlich dieser Park hier. Ich weiß nicht, der hat mir es irgendwie angetan und der inspiriert mich zu vielen weiteren tollen Aufbauten hier mit dem Zaun und mir gefällt diese Girlande so gut hier. Die sieht wirklich total cool aus, auch mit dem kleinen Brunnen. Das ist für mich das Highlight des Sets. Also nicht die Monorail, sondern der Park und irgendwie am wenigsten, ja, natürlich der Hubschrauber und auch dieses Quad, aber am wenigsten von den Gebäuden gefällt mir das Rathaus. Irgendwie, es liegt vielleicht daran, dass wir jetzt nicht unbedingt ein Rathaus mehr brauchen für die Stadt, da wir ja schon mehrere Rathäuser haben, die Lego in der Geschichte rausgebracht hat. Aber irgendwie sieht das so unfertig aus und da müssen wir noch einiges machen, damit sich das irgendwie gut in ein Stadtlayout integriert. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir alle dieses komplette Set irgendwie in unsere Stadt einbauen können. Das ist auch der Grund, warum wir es gekauft haben. Genau. Ja, es gibt nicht so viele City-Sets, die wir jetzt immer kaufen und einbauen. Die ganzen Feuerwehr-, Polizeisets, davon haben wir eigentlich schon welche. Wir warten hier auf so etwas. Und das ist das, warum ich eigentlich auch ein bisschen enttäuscht bin. Ich will es nicht als Frechheit bezeichnen, aber wenn ihr das mal vergleicht mit den älteren Stadtzentren, da waren immer so coole Geschäfte dabei, also ein Fahrradgeschäft, ein Autohandel, ja, alles Mögliche einfach. Aber dafür keine Bühne. Keine Bühne. Ich hätte aber trotzdem lieber dieses Rathaus hier weggegeben und dafür vielleicht ein schönes zweistöckiges Geschäft oder eine Bäckerei oder so. Schauen wir, was da Lego City 2021 rauskommt. Da wird es vielleicht wieder was für uns geben. Auf jeden Fall denke ich mir, für die 180 Euro, wenn man wirklich so viel dafür bezahlen würde, da bekommt man, ja, da braucht man nicht viel drauflegen und man bekommt tolle Harry Potter Sets, tolle Star Wars Sets und so weiter. Wenn man bei Lego bleiben möchte, ist das natürlich, ja, ich habe dir schon zugehört während dem Sprechen, ich habe jetzt mal so zusammengerechnet, was das alles kosten würde, wenn man das separat kaufen würde. Wenn zum Beispiel die Monorail ein eigenes Set wäre. Ja. Die kostet sicher mit der Station und noch ein bisschen was mit dabei 40 Euro.
Dann beispielsweise das Set mit dem Helikopter wird wahrscheinlich 10 bis 15 Euro. Die Limousine, wenn da noch ein bisschen was dabei ist, sicher auch 15, 20 Euro. Also man kommt mit den Minifiguren und auch speziell hier mit diesem großen Rathaus, das ist auch, bei Lego ist ja sowas, Entschuldigung, schnell mal bei 30 Euro sowas. Na gut, das hier vielleicht nicht, aber da fehlt nicht mehr viel. Dann kommt man schon auf weit über 100 Euro, also der Wert ist da schon irgendwie verständlich, auch wenn ich 180 Euro viel zu viel finde. Ja. Also 150 wäre okay gewesen, Ja. dann noch mit den ganzen Freebies und Goodies, die man von Lego dazu bekommt, da wäre ich damit Glücklicher gewesen. glücklicher gewesen. Ja. Aber es hilft nichts, das Set Ja. ist momentan Lego exklusiv. Schauen wir mal, ob es vielleicht nächstes Jahr dann noch rauskommt bei den Premium-Partnern. Das ist ja immer so. Warum wir es uns eigentlich gekauft haben, ist einerseits, wir haben momentan nicht gewusst, was wir uns kaufen sollten und wir wollten unbedingt dieses Charles Dickens Buch. Und wir haben uns Und mir gefällt es so gut. Trotzdem. Ja, mir gefällt es ja auch, aber wir haben uns dann angeschaut, die anderen Stadtplätze, und das waren immer so Sets, auch dieses 8404, dieses Transport-Haltestellen-Set. Das sind Sets, die wirklich ihre Fingerabdrücke in der Stadt hinterlassen haben. Also das sind Bauten, die unsere Stadt einfach toll aussehen lassen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich habe lange hin und her überlegt, oder wir haben lange hin und her überlegt, und wir haben uns schlussendlich dann dafür entschieden. Was ich auch noch schön finde eigentlich von Lego ist, das habe ich noch nie gesehen, vielleicht ist das jetzt öfter in Lego City Sets, man hat auf der ersten Seite, es ist natürlich das Konzept, was es schon länger gibt, Build Together, das heißt, jeder Aufbau hat seine eigene Anleitung, seine eigene Aufbauanleitung, und dann kann man, wie ihr seht, wenn das Set zu Weihnachten geschenkt wird, kann man Mutti und Vati holen, auch Omi kommt dazu, und dann baut jeder sein eigenes City-Set auf sozusagen, und alles zusammen ergibt dann das hier. Ja, also wie gesagt, ich bin an sich begeistert. Es ist einfach nur der Preis, der mich geschockt hat im ersten Moment oder noch immer schockt. Aber an sich ist es trotzdem ein nettes Set. Ihr seht, Rita ist zufrieden, dann bin ich es auch. Und es ist viele neue Ideen sind einfach dabei. Da machen wir sicher super Sachen. Das ist richtig, ja. Also wir werden jetzt, kommt dann der Langzeittest. Wir haben das Set gestern erst zusammen aufgebaut. Da hatten wir Spaß dabei. Der Aufbau war sehr lustig. Wir werden jetzt mal schauen, wie sich dieses ganze Sammelsurium an Kleinzeugs in die Stadt integrieren lässt. Und dann machen wir vielleicht nochmal ein kurzes Update, oder im Zuge eines Stadtupdates Das ist eine gute Idee. werden wir euch zeigen, wie wir das dann integriert haben. Und dann sagen wir euch nochmal, ob sich das Geld, das wir ausgegeben haben, ob das eine gute Investition war. Und falls ihr eine Idee habt, beziehungsweise falls euch die Idee mit dem Gefängnis gefällt, dann bitte in die Kommentare, vielleicht auch, was ich da umbauen kann noch. Und ja, dann freue ich mich schon drauf, die Kommentare zu lesen und dann das eben in Tat umzusetzen. Und ja, ich denke mir, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ihr baut vielleicht auch ein kleines City-Set, oder vielleicht sagt ihr jetzt, ihr holt euch auch dieses Set, wer weiß. Ja, schreibt uns eure Erfahrungen und eure Meinungen zu dem Set, das würde uns sehr interessieren. Wie gesagt, wir können die etwas kontroverseren Berichterstattungen in einschlägigen Medien darüber mehr als verstehen. Ja. Wir haben es jetzt trotzdem mal gekauft, weil wir das einfach für unsere Stadt brauchen, und jetzt sehen wir weiter, wie es mit dem Einbau in die Stadt vorangeht. Genau. Also in dem Sinne, baut auch ihr was Schönes, auch wenn es ganz was anderes ist und ihr sagt, ihr seid lieber bei den Harry Potter Sets oder sonstiges, passt genauso. Wir freuen uns über eure Kommentare, über eure Ideen, und dann sehen wir uns hoffentlich sehr bald wieder in unserer Stadt mit einem Update. Dem kann ich nur zustimmen. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.